Hallo, mein Name ist Christiane Wanken. Ich bin die Sammlungsleiterin im Kunstmuseum Gelsenkirchen und ich bin unter anderem für die wunderbaren Reliefs von Yves Klein zuständig, die Sie hinter mir sehen. Die befinden sich im Musiktheater im Revier in der Innenstadt von Gelsenkirchen, ganz zentral. Das Haus wurde 1959 eröffnet und wurde gebaut vom Architekten Werner Runau. Und im Zuge dieser Ideen hat Werner Runau auch verschiedene Künstler eingeladen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Einer dieser Künstler, die eben Teil dieser Bauhütte war Yves Klein. Damals war Yves Klein noch gar nicht der Superstar der Kunst, als den wir ihn heute kennen. Er hatte zwar schon erste Ausstellungen in Paris und hat auch schon seine monochrom-blauen Werke gezeigt, aber er war einfach noch nicht dieser Superstar, sondern er war ein junger Künstler, der hier mit ganz viel Enthusiasmus mit am Bau des Musiktheaters im Revier gebaut hat. Also Yves Klein hat schon, bevor er hier in Gelsenkirchen gearbeitet hat, blaue, monochrome Kunstwerke gestaltet. Aber in den 60er Jahren ist er mit seinem auch dann patentierten Yves Klein Blau weltberühmt geworden und hat ganz viele monochrome, auch teilweise großformatige Kunstwerke geschaffen, aber keines ist so groß wie die Reliefs hier in Gelsenkirchen. Wir haben hier zwei unterschiedliche Arten der Reliefs. Einmal die Strukturreliefs, die sind mit einer Art Gitternetz entstanden, in die dann Material aufgetragen wurde, und damit man diese strukturierte und unregelmäßige Oberfläche erzeugen konnte, haben die Leute von der Bauhütte mit Yves Klein zusammen Kieselsteine auf die noch nassen Wände geworfen. Und dadurch ist eben diese es erinnert fast an so ein Meer, an so ein südfranzösisches Meer. Aber es geht gar nicht so sehr um diese Form der Assoziation, sondern es geht um das Hineintauchen in die reine Farbe. Also dass es da wirklich nur um die Farbe und die komplette Abstraktion geht. Und dann steht natürlich jedem frei, welche Assoziationen für einen selber da passieren. Dann gibt es noch die zweite Art der Reliefs, und das sind die Schwammreliefs. Die sind entstanden dadurch, dass man Schwämme, echte Naturschwämme, die Yves Klein sich hier hat herbringen lassen aus Südfrankreich und sehr genau begutachtet hat, welcher ist denn jetzt geeignet, welcher ist denn jetzt nicht geeignet. Und diese Schwämme hat man genommen und verhärtet mit einer speziellen Mischung, sodass sie ganz, ganz hart wurden. Und dann sind die auf die Wände genagelt worden und vorher eben noch in dieses tiefe, intensive Blau getaucht worden und dann nochmal übermalt worden, sodass man eben mit verschiedenen Ebenen der Farbe da auch arbeiten kann. Es funktioniert von der Bildaussage genau gleich. Wir haben dieses monochrome Blau, aber wir haben eine vollkommen unterschiedliche Oberfläche. Man kann, wenn man es weiß, erkennt man genau da, ach, das sind Schwämme, das hat man schon mal gesehen. Aber durch dieses Monochrome sind die Schwämme auch komplett ins Abstrakte überführt und nicht mehr als solche erkennbar oder auch nicht als solche gemeint, sondern sie sind ein Medium, um eine Oberflächenstruktur, eine abstrakte Oberflächenstruktur zu schaffen. Yves Klein hat ganz intensiv mit Werner Runau daran gearbeitet, wie dieses wunderbare Blau, dieses strahlende, intensive Blau an die Wände kommen kann, wie auch die unterschiedliche Materialität an die Wände kommen kann. So sind eben diese unglaublich strahlenden und immer noch so lebendigen, monochromen Reliefs entstanden, die wir heute noch bei jedem Theaterbesuch hier in Gelsenkirchen bewundern können.